Sailing Learning by Doing presents The Family, the Dead. a sailing story by the Campe family. Have you ever wished you'd just taken that risk and followed your dreams? In Lombok, we met an inspiring character who with his wife and kids did just that. In 1977, they sold the family home, built a steel yacht and set off on a 7-year circumnavigation of the world, visiting some of the most out-of-the-way places. The crew was Joachim, 39, Marie, 34, Silvestre, 11, Bartolome, 10, Letitia, 9, and Calixte, 5. Their schoolteacher Dagmar Heckel came with them. She was 31. The 13 episodes they made of their adventures made them the very first sailing vloggers. Now we go back in time. Here is their story. Keiner der bisherigen Weltumsegelungsrouten wurde Alaska angelaufen. Wir haben Alaska angesteuert, obwohl dies unsere Reise um die Erde um 1 Jahr verlängert und für uns einen Umweg von 9000 Meilen bedeutet. Wir segelten von den Galapagos-Inseln bis zu den Aleuten, durchwanderten das vulkanische Katmai-Gebiet und haben jetzt den wegen seiner stürmischen Winde berüchtigten Golf von Alaska überquert. Es ist Anfang September. Vor uns liegt Southeast Alaska. Das gewaltige Massiv des Mount Fairweather erhebt sich 4.663 Meter über dem Meeresspiegel. Uns reizen die Dimensionen dieses Landes, die besonderen Lichtverhältnisse der nördlichen Meere, die reiche Tierwelt und die Menschenleere der Landschaft. Hinter diesen Bergen vor uns liegen die Fjorde des Glacier Bay und des Frederick Soundes. Diese Fjorde wollen wir erkunden und mit unserem Boot bis an den Rand der Gletscherabbrüche vordringen. Obwohl die Küste zum Greifen nahe scheint, brauchen wir noch 2 Tage, um unseren ersten Ankerplatz an der Einfahrt zu den Fjorden zu erreichen. Wir liegen nahe der Elfin Cove am Eingang von Icy Strait vor Anker. In diesem Gebiet stoßen dichte Regenwälder mit Gletschern und Hochgebirge zusammen. Nur mit einem Boot kann man diesen Teil Alaskas besuchen. Buchten und Fjorde bilden ein System von Wasserstraßen, das eine Fläche von über 100.000 Quadratkilometer durchdringt. Mit dem Boot sind wir hier trotz größter Einsamkeit zu Hause. Am frühen Morgen heize ich unseren Dieselofen an, um die Kajüte vorzuwärmen. Ich bemühe mich, leise zu sein, um noch ein wenig alleine bleiben zu können, während ich das Frühstück vorbereite. Ja. In kurzer Zeit werden unsere 4 Kinder aufwachen, Marie wird aus der Achterkajüte kommen und Christian, unser Lehrer, der seinen Lebensbereich im Vorschiff hat, wird erscheinen. Hier in Southeast Alaska wollen wir 4 Naturphänomene erleben. Nirgends in der Welt erheben sich die Berge so direkt über 4000 Meter aus dem Meer. Vor dieser Bergwelt wollen wir segeln. Wir wollen Wale in ihren Weidegründen verfolgen und wir wollen den arktischen Regenwald durchstreifen. Außerdem wollen wir das Kalben der Urweltgletscher am Ende eines Fjordes beobachten. Für diesen Plan haben wir 1 Monat Zeit. Vor dem Einsetzen der Herbststürme, die jede Navigation in diesem Gebiet unmöglich macht, sollten wir unseren Winterhafen Seattle in den USA erreicht haben. Es war unsere Idee, zuerst einen Heißluftballon aufsteigen zu lassen, um so einen Überblick über die Berg- und Gletscherwelt zu erhalten. Wir werden uns heute an Land mit Jack, einem Piloten aus Seattle, treffen,
der unter größten Mühen und auf unsere Veranlassung seinen Ballon mit einem Fischerboot bis hierher in die Elfin Cove gebracht hat. Wir leben zu siebt auf unserem Boot Saint-Michel, das vor 4 Jahren für uns in Frankreich gebaut wurde, von wo wir auch unsere Reise begannen. Wir haben das Innere des Bootes so angenehm wie möglich gestaltet, während an Deck spartanische Einfachheit herrscht. Hier in den Kajüten müssen wir uns wohlfühlen und die Kraft finden, unsere Unternehmungen durchzustehen. Calixte ist 7 Jahre alt und schläft mit Silvester, der 13 Jahre alt ist, in einer Kajüte. Was? Aufstehen. Da nur die Hauptkajüte mit einem Dieselofen beheizt wird und es im Bad kein Warmwassersystem gibt, ist das Aufstehen bei einer Kajüttemperatur von 12 Grad Celsius schnell geschehen. Unser Boot Saint-Michel ist 14 Meter lang und 4,40 Meter breit. In den warmen Klimazonen haben wir viel an Deck gelebt. In Alaska ist der Ofen Zentrum aller Tätigkeiten. Kochen, Essen, Waschen, Schule, Navigation, Reparaturarbeiten, Tagebuch schreiben und Spielen mischen sich im Gleichraum. Das Boot ist uns eng geworden, hier in den kalten Regionen. Marie, meine Frau, sie ist Französin, wird heute mit dem Ballon aufsteigen. Es wird der erste Ballonflug in dieser Region überhaupt sein. Bartolomé und Letizia, 12 und 11 Jahre alt, bewohnen die gegenüberliegende Kajüte. Die Kajüten schienen den Kindern klein, als sie vor 3 Jahren dort einzogen. Jetzt können sie kaum noch Ordnung halten. Mit all den Sammlungen, Muscheln, Vogelfedern, Steinen, Münzen, Fischködern, Briefmarken, Tierzähnen, die mit Schulheften, Büchern, Kleidern und Bastelgerät nach Platz verlangen. Christian, der Lehrer, der seit einem halben Jahr mit uns reist, kommt aus seiner Kajüte neben dem Bad. Genau. Hey. Und Jack, unser Pilot, kam aus Seattle. Und ich fühlte auch seine Spannung. Er überprüfte jede Kleinigkeit. Er wollte, dass nichts Unvorhergesehenes passieren würde. Wir trampelten das Gras nieder, damit der Ballon Platz hatte. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie groß der Ballon ist. Aber ich sah bei der Vorbereitung, dass Jack, der Pilot, sehr vorsichtig war. Darum hatte ich keine Angst um Marie. Ich konnte es kaum ertragen, mehr diesen Ballon fliegen zu sehen. Und der wuchs und wuchs und wuchs. Und das war wirklich, also ich fand es ganz toll. Ich habe eigentlich noch nie einen Ballon gesehen. Dieser Ballon schien mir so riesengroß, so riesig. Das Gelände ist in Southeast Alaska für Ballonfahrten sehr gefährlich. In den zerklüfteten Gebirgen und in den dichten Regenwäldern bestehen kaum Landemöglichkeiten für einen Ballon. Würde der Ballon im Wasser niedergehen, könnten wir bei einer Wassertemperatur von 6 Grad Celsius nur Minuten überleben. Wir haben Glück. Es ist einer der wenigen windstillen Tage. Voraussetzung für den Aufstieg mit einem Ballon in so engen Freiflächen. Marie steigt in den Ballon auf. Seekrankheit und Kälte haben ihr auf der langen Überfahrt schwer zugesetzt.
Ich hoffe, dass die Ballonfahrt in so außergewöhnlicher Umgebung eine Art Ausgleich für die überstandenen Mühen ist. Heute, einem Septembertag, bin ich glücklich. 3 Monate waren wir in Alaska. Alaska war für mich wie eine Festung. Es war so groß und so feindlich. Die Gebirge, die Gletscher, das raue Meer. Es war unannehmbar. Ich fühlte, dass ich gar keinen Platz hier hatte. Ich musste erst mal richtig kämpfen, um überhaupt den Willen zu haben, das Land zu entdecken. Alaska war ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Meine erste Schwierigkeit war, mit den Dimensionen dieses Landes zurechtzukommen. Wenn wir in eine Bucht hineinsegeln wollten, hat es viel länger gedauert, als wir dachten. Manchmal mehrere Tage und es sah wie ein paar Stunden aus. Ich hatte Angst um die Kinder, um uns in dieser Weite und Menschenleere. Allmählich habe ich mich daran gewöhnt, wenn die Landschaft unter mir hinweggleitet, ist es, als wenn ich mich selber verlasse. Ich kann nicht glauben, dass ich es bin, der hier ist. Ich muss mich festhalten an dem Korb, fest zupacken, um mich selber zu spüren. Ich will nicht schwanken. Ich will mir sicher sein und die Erlebnisse der letzten Wochen behalten und in mir bewahren. Jack, unser Pilot, möchte mit dem Ballon nicht höher aufsteigen. Er befürchtet einen Wetterumschwung und würde bei aufkommendem Wind die größten Schwierigkeiten haben, einen Landeplatz anzusteuern. Wir geben unser Vorhaben, die Gletscherwelt aus der Luft zu übersegeln, auf und sind bereits am nächsten Tag wieder unterwegs, hinein in die Fjordlandschaft. Ich bin dem Unerwarteten aufgeschlossen. Mit dieser Einstellung habe ich vor 3 Jahren unsere Reise angetreten. Die Annäherung an diese gewaltigen Berge scheint mir eine Herausforderung. Aber das ist gerade, was mich so reizt. Es war eine harte Überfahrt. Und jetzt sind wir hier und es ist wunderbar, einfach am Leben zu sein. Ein Segeltag kann so schön sein. Wir sind auf dem Meer und bewegen uns nur mit dem Wind. Es ist ein wunderbares Gefühl. Aber es ist nicht immer so. Ich genieße diesen Tag. Und das Meer ist einfach unser natürliches Element. Und wir fühlen uns hier jetzt sehr wohl. Es ist so ein wunderbares Gefühl, ins Licht hinein zu segeln, ein strahlendes Meer vor sich zu haben, sich lautlos zu bewegen. Glacier Bay ist erst in den letzten 200 Jahren von dem Eis der Gletscher befreit. Der John Hopkins Inlet, vor dem wir segeln, gilt als einer der eindrucksvollsten Fjorde der Welt, da man von hier aus den Mount Quincy Adams und den Mount Fairweather, beide über 4000 Meter hoch, direkt aus dem Meer aufsteigen sieht und vor ihnen den Abbruch des John Hopkins Gletschers erblickt. Während unserer Fahrt heraus aus der Glacier Bay und hinein in den Frederick Sound begegnen wir den ersten Buckelwalen. Wale am Anfang der Reise in Neufundland
stellten für mich eine Gefahr dar. Jetzt hier in Alaska, in Frederick Sound, sind wir auf ihr Rhythmus eingegangen. Bartholomew ist fasziniert. Er träumt von einer Blockhütte, die er einmal in Alaska bewohnen will. Er versichert mir, seine spätere Frau müsste mit ihm in der Einsamkeit leben können. Das Segeln in den geschützten Gewässern von Southeast Alaska ist in den Sommermonaten, in den langen Dämmerstunden von besonderer Schönheit. Wir können uns kaum vorstellen, dass hier im Winter große Fischerboote durch übermäßige Vereisung toplastig werden und im Sturm umschlagen. Wir gewöhnen uns an wenig Schlaf und erleben Dämmerung und Nächte mit Mond und Sternen in großer Intensität. Immer lauschen wir in die Natur hinein. Nie fühlen wir uns von der Natur abgeschnitten. Vor 200 Jahren war dieses Gelände, auf dem heute arktischer Regenwald steht, von gewaltigen Gletschern bedeckt. Das Gewicht des Eises war so groß, dass sich das Land um 1 Meter gesenkt hatte. Heute hebt sich das bewaldete Gebiet jedes Jahr um 3 bis 4 Zentimeter. Die Unebenheiten des Bodens hat der Gletscher bei seinem Rückzug hinterlassen. Große Gesteinsbrocken sind vollständig übermoost und überwuchert. Auf dem Rückzug des Gletschers ist das Land von einer feststehenden Reihenfolge von Pflanzen erobert worden. Zuerst siedelten sich Moose an, dann kam der Silberwurz und breitete sich aus. Die ersten Erlen wuchsen und wurden später von Weiden und Pappeln überschattet. Die Pappeln wurden von den jetzt stehenden Fichten verdrängt, die ihrerseits von der Hemlocktanne bedroht sind. In 100 Jahren werden hier nur noch Hemlocktannen stehen. Der häufige Regen und der lange Lichteinfall der Sommertage lässt hier ein Dickicht entstehen, das ich eher in den Tropen vermutet hätte. Dass hier zu Beginn des Jahrhunderts Goldgräber arbeiteten, ist nicht mehr zu erkennen. Moos und Flechten, Farne und abgestorbenes Geäst überwuchern und bedecken, was einzelne Abenteurer sich hier an Hütten errichtet hatten. Ich denke an das Leben, an das starke und triumphale Leben, die aus diesem Wald entsteht. Die Adler, die so hoch über alle Gipfel schweben und die alles übersehen und uns nie aus den Augen lassen. Und die ganzen kleinen Nagetiere, die Wiesel und die kleinen Nagetiere, die so schwierig zu finden sind und zu sehen sind, aber wovon man Spuren überall hat. Und die Beeren wachsen und viele Pflanzen kommen doch zum Leben aus diesem Tod. Aber ich denke einfach nur an das Leben, an die gewaltige Fläche, die überall genützt werde, um weiter Leben zu geben, um Kraft zu sammeln, um zu überleben. Man empfindet vieles auf einmal. Nur die stärkeren Eindrücke bleiben. Und wenn ich zurückblicke und ein Bild bekomme wieder, wie Silvester sich konzentriert, weil er einen Fisch hat, oder wie er malt, dann merke ich wirklich, wie wichtig die Kinder für uns sind, dass wir diese Reise zusammen machen. Beim Malen ist die Ruhe so angenehm. Und das Schöne an Malen ist ja, dass das Bild
und immer mehr Leben bekommt. Da kann noch so viel um mich geschehen und ich denke doch nur an das Blatt, das ich vor mir habe und wie ich dort die Farben am besten hineinsetze und wie das am schönsten wirkt. Nach 5 Tagen verlassen wir unseren Ankerplatz. Am Ende des Endrikot-Fjordes liegt der Dawes-Gletscher, der zurzeit besonders aktiv arbeitet. Dorthin wollen wir vorstoßen und das Abbrechen des Gletschereises beobachten. Okay. Vielen Dank. Ja, das Großsegel können wir eigentlich schon setzen, ne? Ja, der Backbordbug wird nicht mehr gehen. Wir müssen gleich eine Wende machen dann. Machen wir auf Steuerbordbug und gleich eine Wende. Kann nicht anders. Entschuldigung. Du sagst, wenn ich das Großsegel... Erst Steuerbord, Entschuldigung. Gleich auf Steuerbord legen oder Back halten? Nein, Steuerbord legen. Also das losmachen. Hier. Das ist wo? Marie. Das ist der wo, Marientunnel. Alle helfen beim Auftragen. Wir wissen, dass die Strecke, die vor uns liegt, risikoreich ist. Sie ist vorher von keinem Segelboot befahren worden. Die steilen Felswände des Fjordes schlucken die Radiowellen unseres UKW-Senders. So wäre ich im Notfall von jeder Hilfe abgeschnitten. Wir sind für das bevorstehende Abenteuer gut ausgerüstet. Unser Stahlrumpf ist Voraussetzung, sich dem Eis zu stellen. Für jedes wesentliche Teil der Ausrüstung steht Ersatz bereit. So haben wir 2 Maschinen mit 2 Propellern, 2-mal Generatoren, 2-mal Batteriebänke und außer dem Schlauchboot eine Rettungsinsel an Deck. Fischermann, Johannes. Da zur Wende, ja, den Fischermann vorbereiten und machen erste Wende. Marie, bitte. Noch einmal, Silvester. Nach umwickeln. Das ist Silvester. Es geht nichts mehr, Marie, wirklich. Noch einmal um. Weiter noch. Umwickeln.
wird reichen, glaube ich. Nee, noch ein bisschen. Die Landschaft, die uns umgibt, ist Urweltlandschaft. Die steilen Felswände des Fjordes sind von den Gletschern glatt gehobelt. An den unglaublichsten Stellen haben sich Fichten angesiedelt. Die Landschaft erscheint mir düster und bedrohend und dann wieder verlockend und schön. Eine besonders enge Durchfahrt, die vor uns liegt, heißt Fjords Terror. Die geografischen Namen dieser Gegend stammen aus der Goldgräberzeit um 1900, als einzelne Pioniere mit Kanus hierher vordrangen. Mr. Vogt war einer von ihnen. Er wurde an dieser engen Stelle vom Gezeitenstrudel erfasst und kenterte. Obwohl wir zur Durchfahrt den tiefen Stillstand wählen, spüre ich die Strömung und muss wegen den einzelnen Untiefen angespannt navigieren. War vorbei, glaube ich. Aber wenn es trocken ist, oder? Ist das die ganze Steine von da? Diesen kleinen Hügel. Oh, das wäre schön. In der Natur fühle ich mich nicht immer wohl. Manchmal überwältigt sie mich. Die Natur hier ist so maßlos, so kräftig. Eigentlich inspiriert sie nur Angst. Die Menge von Wasser, die von den Bergen runterkommt, die Steinschläge, die Größe des Waldes, alles ist so überwältigend, dass ein Mensch überhaupt nichts mehr ist. Und ich fühle, dass ich dann kaum existiere. Man kann sich gar nicht behaupten. Vielleicht soll man sich einfach überwältigen lassen, aber irgendwie hat man einen Instinkt dagegen anzukommen und sich wehren zu wollen. Und manchmal möchte ich einfach nur im Boot bleiben und das gar nicht anschauen. Bitte? Darüber nachdenken, aber das selber erleben ist etwas, was mich sehr mitnimmt. Ich fühle, es geht mir so schnell auf die Seele und dass ich gar nicht kräftig genug bin, um das alles lange zu empfinden. Die Kinder machen etwas daraus und die Natur ist dann ganz selbstverständlich. Für mich ist sie nie selbstverständlich. Sie ist immer tätig, etwas zu zerstören oder etwas aufzubauen und noch gewaltiger zu werden. Und eigentlich der Haupteindruck ist Furcht. Okay. Los, die Kopf. Nicht ziehen. Locker lassen. So, okay. Trapez los.
reicht. Die Tankette erstmal. Der Gletscher schickt uns seine Kälte entgegen. Ich überschlage meinen Zeitplan. Vor Einsetzen der Ebbströmung müssen wir diesen Fjordbereich bereits wieder verlassen haben, da die hereindrängende Flutströmung das Eis so dicht gruppieren kann, dass uns ein Rückweg abgeschnitten wird. Vor Zeit müssen wir unseren Ankerplatz erreicht haben. Der Unterschied der Vegetation ist wirklich ungeheuer. So nackt hier. Das Treibeis wird dichter. Kollisionen mit einzelnen Eisbrocken sind unvermeidlich. Unser Stahlrumpf hält die Schläge aus. Diese Fahrt auf den Dawes-Gletscher zu ist unser letztes Vorhaben in Alaska. Bartholomew versucht vergeblich, Eis mit dem Bootshaken abzudrücken. Ich möchte so nah es geht an den Gletscherabbruch herankommen. Je weiter wir vordringen, umso bedrohlicher wird das Treibeis. Ich habe Angst um unsere Propeller. Würde ein Propeller gegen einen Eisbrocken schlagen, würde er zerbrechen. An den größeren Eisbrocken müssen wir mit Abstand vorbei navigieren. Die Eisblöcke können ihr Gleichgewicht verlieren und beim Umschlagen würden sie plötzlich um ein Vielfaches größer werden, da das unter Wasser liegende Eis nach oben rollt und dann wieder untertaucht. Das grün-blaue Eis ist viele tausend Jahre alt. Pelzrobben ziehen sich in die Nähe des Gletscherabbruches zurück. Sie bekommen hier ihre Jungen. Wahrscheinlich fühlen sie sich in dieser für Menschen so gefährlichen Landschaft sicher vor Jägern. Dort, wo Meerwasser und Gletscherabbruch zusammenstoßen, bringt das Wasser das Eis zum Abschmelzen. Bei Ebbe sinkt der Wasserspiegel und die Eiswand ist unterhöhlt. Da der Gletscher von oben nachschiebt, bricht das Eis. Ein Abbruch zieht durch Erschütterung einen weiteren Abbruch nach sich. Wir haben Angst vor den Flutwellen, die sich durch das ins Meer stürzende Eis aufbauen. Die Flutwellen können die schwimmenden Eisbrocken vor sich herschieben und sie mit großer Gewalt gegen unser Boot drücken.
bewusst, wie unbarmherzig Eis ist, wie kalt und hart es ist und bleibt. Hier kann ich die Entstehung der Landschaft nachvollziehen. Ich fühle mich mit der Schöpfung der Erde verbunden. Hier sehe ich das Eis und es hat etwas Bedrohliches, etwas so Feindliches, aber es ist so schön. Ich könnte das Eis lange beobachten und immer auf das Brechen warten. Durch das Brechen der Gletscher verändert sich die Landschaft. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass die Zeit stehen bleibt. Wir werden uns beeilen müssen, unseren Winterhafen Seattle noch in der günstigen Jahreszeit zu erreichen. Von dort aus werden wir im nächsten Frühjahr in die Südsee aufbrechen. G'day again, guys. The adventure this family is on is incredible, hey? It's blowing me away just watching these ones. And yeah, how about that, going from the Galapagos up to Alaska? I mean, the normal route is obviously Panama Canal, Galapagos, French Polynesia, and then, you know, you're in the Pacific and you end up in New Zealand for cyclone season, maybe Australia through Indonesia. You know, that's the normal way. And then to go from Galapagos up to Alaska, obviously these guys aren't vlogging like I do, you know, every week, and you sort of basically follow me along as I go. The Campy family did a 7-year circumnavigation and put out 12 episodes, so they're obviously only picking specific places where they want to make a movie. So you're not seeing all the stops along the way. Obviously from Galapagos to Alaska, I'm sure they stopped a few places up the American West Coast. But anyway, it's a pretty big diversion from the normal route. And then they went back down to the South Seas, so pretty incredible. Yeah, and you had to get a hot air balloon up there. Obviously before the time of drone, you know, to get aerial photography back then, what else could you do, you know? So pretty cool seeing all the glaciers carving and yeah, very, very cool video. Thanks again for watching, amazing. And thanks again for helping out Joachim with your donations. They're still rolling in, very, very cool to see. There's a link below in the descriptions and I pinned the top comment with a link to my PayPal. Every cent of that goes to Joachim. So yeah, we'll see you at 7 o'clock next Sunday, European time. Till then, take care. Bye-bye.